Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute haben wir für euch das L3 M24 Fernglas der US-Armee. Genauer, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, des US Marine Corps, weil meines Wissens hat das M24 gibt es einmal in Schwarz für die US Army und einmal in Sandfarben vom US Marine Corps. So ist es jedenfalls meines Kenntnisstandes und ich weiß auch nicht, ob das noch das aktuelle Issued-Modell ist, aber ist auf jeden Fall seit 2007 im Einsatz. Fernglas, ganz wichtiges Mittel zur Identifikation und zur Aufklärung, Observation, was auch immer. Ihr kennt das, ihr habt vielleicht eine Waffe mit einem Magnifier oben drauf, wie hier bei dem AUG. Habt ihr einen EOTech Magnifier, maximal dreifach, vielleicht auch jetzt mit neueren Magnifiern fünffach oder sechsfach vielleicht. Ne? Und dann hier kleines Objektiv, also relativ wenig Lichtdurchlässigkeit und in der Regel auf der Waffe. Ja, man ist zu faul, es runter zu montieren. Man hat immer noch eine Montage mit unten dran, hat immer nur eine eindimensionale Beobachtung mit einem Auge, ja, und hat natürlich dadurch gibt man viel weiter auf, ja, weil man nicht mit beiden Augen guckt. Kennt ihr es ja, könnt ihr mal hingehen und mal, wenn ihr mal gerade guckt und euch hier Scheuklappen hinbaut und dann mal weglasst und dann einfach seht, was ihr hier noch seht. Und genau dasselbe Prinzip ist mit einem Monokular und einem Binokular oder Fernglas. Die US Army und das Marine Corps haben ein Fernglas gesucht, was kompakt ist. Es gibt natürlich auch noch größere Ferngläser, aber es sollte ein Fernglas geschaffen werden oder angeschafft werden, was wirklich auch in die Hosentasche passt, ne? In die Oberschenkeltasche von der ganz normalen BDU. Ihr kennt das Fernglas von der Bundeswehr vielleicht. Das ist jetzt, von der Größe her ist es nicht viel größer, aber es ist vor allem dicker. Ja? Also das ist wirklich hier ein Fernglas, das passt in jede Beintasche. Und das ist natürlich auch für euch der entscheidende, wichtige Faktor. Ein Fernglas ist nur so gut, wie man es dabei hat. Ne? Wenn ihr was zum Beobachten braucht und es nicht mitschleppt, weil es zu groß, zu sperrig ist, zu viel Platz wegnimmt, dann habt ihr es nicht dabei und dementsprechend könnt ihr auch nicht beobachten. Und deswegen finden wir das M24 von der Armee ziemlich geil. Was haben wir hier? Wir haben einmal natürlich ein ultra robustes Gehäuse, wie es für die Armee notwendig ist nach Spezifikation. Wasserdicht, sehr, sehr lichtdurchlässig, also 95% Lichttransmission hat es. Wir haben eine Vergrößerung von 7x28, was auch in der Regel für die meisten Beobachtungen reicht. Gummierte, einstellbare Okulare, jeweils auch nochmal zusätzlich mit einem Deckel versehen und dann hier auch nochmal ein Band zum Tragen und das Ganze bei einem sehr, sehr kompakten Maß und leichten Gewicht. Die Besonderheit hier ist aber auch noch, dass ihr eine Strichplatte mit eingebaut habt und zwar in der linken Seite. Hier habt ihr eine Strichplatte mit Millstrichen. Damit könnt ihr dann auch Entfernungen schätzen. Das ist eine ganz, ganz coole Geschichte. Gerade wenn ihr jetzt sagt, okay, ich weiß jetzt nicht unbedingt, wie weit das Objekt, was ich beobachte, weg ist und das damit dann mir anschauen will, wie das funktioniert. Ihr habt hier natürlich so ein typisches, das finde ich immer sehr, sehr geil bei diesen NSN-Militärgegenständen, habt ihr immer diese geilen Handbücher mit dabei, wo man früher auch viel Geld für ausgegeben hat, um diese originalen Handbücher zu beschaffen. Und da steht alles ganz genau drin. Aber im Prinzip ist es ganz einfach. Ihr habt diese Millstriche. Ja, der erste Millstrich sind 10 Mill und das ist auf 1000 Meter sind das 10 Meter. Und wir haben jetzt hier zum Beispiel ein Auto, das ist 4,2, 4,5 Meter müsste es lang sein ungefähr. Das haben wir auf 500 Meter weit entfernt, haben wir das aufgestellt. Und da seht ihr, das ist genau dieser Abstand auf der Entfernung. Wenn man jetzt davon ausgeht, bei dem Millabsehen, dass die halben Striche 5 Mill sind und die ganzen Striche 10 Mill und 10 Mill auf 1000 Meter 10 Meter entsprechen, dann haben wir hier ein Auto, was ein bisschen mehr über den 5 Mill Strich drüber geht. Somit müssten wir ungefähr bei 500 Meter liegen. Wenn das Auto weniger als 5 Meter lang ist, wovon man hier ausgehen kann. Also ist mein Auto, ich weiß es ist 4,20 Meter, von daher passt das sehr gut. 7x28 habe ich ja vorhin schon erwähnt, eine fixe Vergrößerung für ein Fernglas. Warum macht man das so mit einer fixen Vergrößerung? Zum einen ist es natürlich von Vorteil bei der Größe. Je mehr Mechanik ich da im Spiel habe, also wenn ich eine variable Vergrößerung habe, ist das Ding immer größer. Also sieht man auch hier beim Bundeswehrglas, das hat auch eine fixe Vergrößerung, ist relativ klein. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Sache. Und natürlich ist es weniger empfindlich, wenn weniger Teile bewegt werden müssen. Also eine ganz coole Sache. Hier ist natürlich dann auch noch hervorzuheben, dass trotz der
kleinen Größe und des geringen Gewichts man wirklich ein sehr, sehr weites Seefeld hat. Wir haben 111 Meter Seefeld auf 1000 Meter und das ist für so ein kleines Glas schon sehr beachtlich. Das war es eigentlich auch schon, wollten wir euch nur mal zeigen, weil das wirklich eins der, ja, ein sehr, sehr cooles Fernglas ist. Gerade wenn ihr sagt, ihr braucht sowas und wollt jetzt nicht unbedingt so einen Klopper da mit euch rumschleppen. Es ist nicht ganz billig, also es gibt definitiv billigere Ferngläser auf Amazon, aber mit Sicherheit nichts, was so robust ist. Und vor allem gerade das mit der Strichplatte, das findet ihr nirgendwo in dem Preissegment, weil das ist wirklich eine coole Sache, um halt einfach nochmal Gegenstände und Entfernungen schätzen zu können. Da kam gerade noch ein Einwand von hinter der Kamera. Hat er auch völlig recht, der Stefan. Man erkennt eine gute Optik auch daran natürlich, wie die Lichtdurchlässigkeit bei Dunkelheit, Dämmerung, Nacht ist. Ja? Und die ganzen günstigen Ferngläser, die irgendwie bei 50, 60 Euro liegen oder so, die haben alle keine gute Lichttransmission, gerade in diesen Lichtverhältnissen. Und dementsprechend, wenn ihr auch abends oder in Dämmerung beobachten wollt, das ist alles Schrott und da muss was Ordentliches her und das kann das Glas hier auf jeden Fall. Ihr bekommt das L3 M24 beim Quartiermeister. Der Link ist unten eingeblendet. Schaut auch mal vorbei, auch wenn euch das Fernglas nicht interessiert. Da gibt es wirklich ein paar richtig coole Sachen. Auch hier im Bereich Obscor ist er ziemlich gut aufgestellt und US-Armeeware generell. Also ist auf jeden Fall mal ein Blick wert, der Shop. Geht mal rein und guckt mal vorbei. Was nutzt ihr für Ferngläser? Schreibt uns mal in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer an dieser Stelle liken, Abo und die Glocke klicken. Und dann sehen wir uns, beziehungsweise ich sehe euch beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, bye bye.